Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Thermostat für Fußbodenheizungen auf 12 Volt umbaut. Weil fertige Lösungen um ein Vielfaches teurer sind als die für 220 Volt und weniger verbreitet sind. Für 220 Volt ist es viel einfacher, etwas zu finden, und der Umbau erwies sich als gar nicht so schwierig. Jetzt zeige ich euch, wie man das machen kann. Hier habe ich denselben Thermostat bereits in seine Einzelteile zerlegt. Hier sind das Gehäuse, die Montageplatte und die dekorative Abdeckung. Hier habe ich die Widerstände, die wir nicht benötigen, und den Transformator ausgelötet. Das hier ist das Display mit der Platine. Hier haben wir also die Niederspannungsleitung, hier sind der Controller, die Uhr und die Displaysteuerung. Und diese Platine hat die Anschlusskontakte, das Relais, und hier befand sich der Transformator. Ich habe die Hauptwiderstände ausgelötet, weil wir sie nicht brauchen. Und ich habe Brücken eingebaut, um mit denselben Kontakten an die 220 Volt angeschlossen waren, 12 Volt anzuschließen. Im Grunde wurde Folgendes gemacht. Ich habe die Spannung nach dem Transformator gemessen. Es stellte sich heraus, dass sie 12 Volt beträgt. Genau das, was ich brauchte. Deshalb habe ich den Transformator ausgelötet. Ich habe die Widerstände ausgelötet, die hier nicht benötigt wurden. Sie werden für 220 Volt benötigt. Es gab einen Kondensator, einen Widerstand, noch irgendwelche anderen. Kurzum, ich bin nicht ins Detail gegangen. Und mit Steckbrücken habe ich die Kontakte verbunden, die von den Klemmen kommen. Und bereits an den Ausgang nach dem Transformator. Außerdem gibt es hier eine Diode, die die Spannung gleichrichtet, weil am Transformator 12 Volt Wechselstrom herauskam. Wir erhalten jedoch sofort Gleichstrom. Ich habe die Diode drehen lassen, um einen zusätzlichen Verpolungsschutz zu haben. Das heißt, wenn ich Plus und Minus falsch anschließe, dann schützt genau die Diode. Und das verbessert diese Schaltung gegen falsches Anschließen. Deshalb habe ich die Diode drehen lassen. Und als nächstes kommen die Kondensatoren. Und sie fließt bereits über das Flachbandkabel, um diese Niederspannungsplatine zu versorgen. Im Prinzip besteht darin die gesamte Modifikation. Das heißt, ich schließe die Stromversorgung an, plus und minus 12 Volt. Und an die beiden anderen Kontakte schließe ich den Verbraucher an, den ich steuern werde. Jetzt werde ich zeigen, wie diese gesamte Schaltung bei mir funktionieren wird. Hier habe ich diesen Thermostat an die Stromversorgung angeschlossen. Das heißt, zwei Kontakte sind für mich plus und minus 12 Volt. An die internen Kontakte angeschlossen. Und da hat das Relais bei mir angefangen zu arbeiten. Zeigt die aktuelle Raumtemperatur vom Temperatursensor an. Mein Verbraucher ist angeschlossen. Das ist das Interessanteste. Das ist ein Kugelhahn mit elektrischem Antrieb. Tests dazu habe ich auch. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Ich habe genau das Modell CR04 genommen, das sich automatisch schließt, weil mein Relais nur zwei Kontakte hat. Das heißt, entweder geöffnet oder ein oder aus. Es gibt also keine anderen Möglichkeiten. Es gibt ein Relais, das umschaltet, und dann kann man einen anderen Hahn verwenden, der dreiadrig ist, wo man die Kontakte umschalten muss, und dann schließt er sich. Hier schließt er sich automatisch. Jetzt zeige ich, wie er funktioniert. Jetzt stellen wir es so hin, dass man es sehen kann. Die Kugel selbst vor der Kamera. Und es ergibt sich, dass jetzt der manuelle Modus eingeschaltet ist. Hier ist die Temperatur, die eingestellt ist, 18 Grad. Sie ist niedriger als die aktuelle Raumtemperatur. Deshalb befindet sich das Ventil in geschlossener Position. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass es in meinem Zimmer 21 Grad sind oder 22 und die Temperatur beträgt jetzt 27, dann schaltet sich das Ventil ein. Hier habe ich die Temperatur erhöht und 22 Grad eingestellt. Das Ventil öffnete sich, das Wärmeträgermedium floss durch die Rohre und begann, den Raum zu erwärmen. Und es heizt bis 22 Grad auf und schaltet sich dann ab. Hier ist zum Beispiel die Temperatur gesunken und hat sich auf den gewünschten Wert erwärmt. Und das Ventil hat sich ausgeschaltet. So sieht mein Schaltplan aus. Ich werde ihn zusammenbauen und im Zimmer installieren. Das wird gemacht, um die Temperatur im Zimmer regeln zu können. Außerdem zum Sparen, weil zum Beispiel die Schlafzimmer nur nachts genutzt werden und tagsüber keine Notwendigkeit besteht, dort eine angenehme Temperatur zu halten. Man kann sie auf 17 zu 18 Grad absenken
und dadurch bei der Heizung sparen, weil Gas in der Ukraine im Moment einfach verrücktes Geld kostet. Deshalb werde ich so ein System im Schlafzimmer installieren, um zu sparen.